Herzlich willkommen zum dritten Teil von Modul 4. Es geht um die automatische Korpusannotation mit computerlinguistischen Werkzeugen und wir schauen heute auf die syntaktische Analyse. Es gibt zwei Themen, die wir betrachten. Einerseits die partielle syntaktische Analyse, das ist das Gruppieren von Wörtern in Chunks, das sogenannte Chunking. Und dann eine Form der vollständigen syntaktischen Analyse, Form von Dependenzanalysen. Da geht es darum, die syntaktischen Abhängigkeiten im Satz zwischen allen Wörtern zu berechnen. Hier sehen wir ein Beispiel für eine partielle syntaktische Analyse. Eine spätere Änderung einer Farbeinstellung erfolgt dann nur an einer Stelle, wird von einem statistischen Chunk-Parser in nebengeordnete Chunks, das sind Nominal-Chunks, aber auch Präpositional-Chunks oder Verbal-Chunks, eingeteilt. Wir haben zum Beispiel eine Farbeinstellung als Nominal-Chunk und wissen nicht, wovon es abhängig ist, vom Verb oder von einem anderen Nomen. Das Subjekt, eine spätere Änderung, auch das ist lose in den Baum eingehängt, ohne in seiner syntaktischen Funktion bestimmt zu werden im Satz. Das ist im strengen Gegensatz zur sogenannten Dependenzanalyse. Hier sehen wir denselben Satz von den Mathe-Tools analysiert, einem statistischen Dependenzparser. Und in einer solchen Dependenzanalyse sieht man, dass alle Wörter eines Satzes paarweise in syntaktische Beziehung gesetzt werden zueinander. Hier grafisch dargestellt mit einem Pfeil. Der Ursprung von jedem Pfeil funktioniert als sogenannter Kopf, englisch Head. Und dort, wo der Pfeil endet, bei der Pfeilspitze, befindet sich das jeweils abhängige Element. Die Pfeile sind beschriftet mit einem sogenannten Label und dieses Label spezifiziert, wie das abhängige Element in Bezug auf seinen Kopf abhängig ist. Wie funktioniert nun sogenanntes Chunking? Eine Möglichkeit sind sogenannte regelbasierte Chunker, die auf Part-of-Speech-Tag-Mustern arbeiten. Das heißt, man beschreibt, aus welchen Tags ein Chunk bestehen kann. In einem sehr einfachen Fall wie hier sehen wir, dass ein Nominal-Chunk aus einem Artikel gefolgt von einem normalen Nomen besteht. Solche Regeln wären allerdings zu einfach, um sie für größere Systeme verwenden zu können. Was man zusätzlich braucht, sind sogenannte Operatoren, um Wiederholung, Optionalität, beliebiges Vorkommen oder Repetition auszudrücken. Eine etwas realistischere Regel würde also so aussehen: ein Nominalchunk besteht alternativ aus einem bestimmten oder unbestimmten Artikel oder einem Possessivpronomen, beliebig vielen attributiven Adjektiven und eine beliebige Sequenz, die mindestens ein normales Nomen oder einen Eigennamen enthalten muss. Mit solchen komplexeren Regeln kann man relativ einfach auf eine recht gute Leistung kommen. Wichtiger für das Chunking sind allerdings mittlerweile die statistischen Verfahren und dabei wird ein Trick angewendet, den wir schon beim NER-Tagging, bei der Erkennung von Named Entities gesehen haben. Man kann nämlich das Chunking-Problem als ein Tagging-Problem formulieren. Das geht so, dass man für die Chunks, die aus mehreren Teilen bestehen können, eine Codierung im IOB-Format wählt. Und in diesem Beispiel hier sehen wir zum Beispiel das Pronomen wie. Das ist ein Nominal-Chunk, der nur aus einem Wort besteht. Der wird mit dem Chunk-Tag BNP getaggt. Und eine etwas komplexere Nominalphrase wie the Yellow Dog wird mit 3 Chunk-Tags, einem Beginn-Chunk-Tag, einem Chunk-Tag, der markiert, dass wir innerhalb eines Chunks sind, für Yellow und einem zusätzlichen
i-Chunk-Tag, der auch sagt, dass Dog noch dazu gehört. Alle Wörter, die nicht Teil eines Chunks sein sollen, werden mit O für out, für außerhalb eines Chunks markiert. Mit dieser Codierung kann man nun sogenannte statistische Chunker trainieren. Das geht folgendermaßen: Man benutzt annotierte Daten, wo diese Chunk-Tags markiert sind für jedes Token, und man kann nun maschinelle Lernverfahren anwenden, die diese Tags vorhersagen, die ein sogenanntes Sequence Tagging machen. Populär und schnell sind Hidden Markov Modelle, etwas genauer, aber langsamer beim Trainieren sind sogenannte Conditional Random Fields. Das heißt, wir können mit solchen statistisch trainierten Chunkern effizient große Textmengen recht genau syntaktisch analysieren, partiell analysieren. Diese Chunker sind robust gegenüber mangelhafter Sprache oder auch gegenüber sehr komplizierten Sätzen, die schwierig vollständig zu analysieren sind. Man hat wissenschaftliche Wettbewerbe gemacht im Jahr 2000 für Englisch, und dort haben die besten Systeme eine Leistung von 94% erreicht. Das heißt, ungefähr jedes 20. oder jeder 20. Chunk wird falsch oder nicht erkannt. Man hat ein bisschen Fortschritt gemacht, aber die Leistungen der Chunker sind nicht wesentlich besser geworden in der Zwischenzeit. In den letzten Jahren sind statistische Dependenzparser, das heißt Programme, die automatisch Dependenzanalysen berechnen, sehr beliebt geworden in der Sprachtechnologie. Die schnellsten Systeme benötigen nur noch wenige Millisekunden Rechenzeit, um einen Satz zu analysieren. Weiter positiv ist für die statistischen Dependenzparser, dass man gesehen hat, dass man damit sehr unterschiedliche Typen von Sprachen recht genau analysieren kann. Im Jahr 2007 wurde eine größere Evaluation gemacht mit sehr verschiedenen Sprachen, und Chinesisch, Englisch, Italienisch, Katalanisch, dort haben die besten Systeme bis zu 90% korrekt beschriftete Abhängigkeiten berechnet. Also die Labels an den Pfeilen müssen exakt übereinstimmen. Für Arabisch, Baskisch, Tschechisch, Griechisch, Ungarisch und Türkisch waren die Resultate etwas schwächer. Dort hat man 76-80% korrekt beschriftete Abhängigkeiten bekommen von den besten Systemen. Mittlerweile ist schon recht viel annotiertes Material vorhanden, tausende von Sätzen mit den Dependenzabhängigkeiten. Und besonders erwähnenswert ist das sogenannte universale Dependenzformat, das aufbauend auf das universale Part-of-Speech-Tagset für Dutzende von Sprachen möglichst einheitliche Annotation erstellen will und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Es gibt aber nicht bloß statistische Dependenzparser, die gute Resultate liefern. Es gibt auch seit einigen Jahren regelbasierte Syntaxanalyse auf der Basis der sogenannten Constraint Grammar, die auch sehr gute Resultate erzielt. Hier sehen wir denselben Satz vom Connexor-Parser analysiert. Diese Parser funktionieren so, dass von allen möglichen Analysen auf der Ebene der Syntax und Morphologie durch Auswahl- und Löschregeln, die manuell erstellt werden, die letztendlich finale und hoffentlich korrekte Analyse bestimmt wird. Es gibt auch Parser, die eine statistische Komponente haben zur Disambiguierung, aber ausgehend von handgeschriebenen Grammatikregeln. Ein solches Produkt wurde an unserem Institut entwickelt, der Parzu-Parser, und hier sehen Sie den Parse für unseren Beispielsatz. Syntaktische Analysen werden normalerweise durchgeführt, um über die syntaktischen Verhältnisse den Inhalt in einem Satz automatisch erschließen zu können.
Die natürliche Sprache enthält aber sehr viele Mehrdeutigkeiten, die es einer Maschine schwierig machen, die syntaktischen und semantischen Verhältnisse, die der Satz ausdrücken soll, zu entschlüsseln, es eindeutig zu analysieren. Ich habe hier einen längeren Satz und ich möchte, dass Sie sich mal überlegen, auf wie viele denkbare Möglichkeiten man diesen Satz miss- oder korrekt verstehen kann. Schauen wir nun, wie viele theoretische Möglichkeiten es gibt, diesen Satz zu interpretieren. Die erste Mehrdeutigkeit steckt im Wort stellten, das Indikativ oder Konjunktivpräteritum sein kann. Dann sind die Frauen- oder Kopftücher entweder Subjekt oder Objekt des ersten Teilsatzes. Die Präpositionalphrase am Wochenende kann Inseln, Frauen oder das Verb modifizieren, 3 Möglichkeiten. Mit Blumenmotiven kann Ornativ die Kopftücher modifizieren, instrumental zu herstellen verstanden werden oder kommutativ zu gemeinsam mit den Frauen interpretiert werden. Her kann abgetrennter Verbzusatz sein, von herstellen, oder ein direktionales Adverb, wohin. Der Relativanschluss von die ist mehrdeutig, es können alle 4 Pluralnomen in Frage kommen. Im zweiten Teilsatz kann die oder ihre Männer Subjekt bzw. Objekt sein. Das Possessivpronomen ihre kann sich auf alle 4 Nominalphrasen im ersten Teilsatz beziehen. Das Wort Montagen oder Montagen kann auf 2 Arten interpretiert werden. Der Hauptinsel kann Genitivattribut zu Zentrum oder zum Dativobjekt des Verbs sein. Und es gibt diverse Präpositionalphrasen, die entweder an die vorangehenden Nominalphrasen oder ans Verb angebunden werden können. Und zuletzt ist das Verb verkauften wieder morphologisch mehrdeutig, indikativ oder konjunktiv. Alle diese Möglichkeiten lassen sich im Prinzip frei kombinieren und wenn man das ausmultipliziert, ergeben sich beinahe 130.000 Möglichkeiten. Wie kann man nun bei so vielen möglichen Lesarten die intendierte Lesart berechnen? Sehr viele längere Sätze haben unglaublich viele Möglichkeiten, wie sie interpretiert oder auch syntaktisch analysiert werden können. Für uns Menschen fallen diese Möglichkeiten oft gar nicht auf, da wir mit viel Sprach- und Welterfahrung relativ direkten semantischen Zugriff auf die intendierte Lesart haben. Für Computer, welche im Prinzip einfach symbolische Größen verrechnen können, ist das eine viel schwierigere Aufgabe. Das Berechnen der wahrscheinlichsten Lesart ist immer noch, auch mit heutigen Systemen, stark fehlerbehaftet und auch wenn man mit statistischen Ansätzen, die mittlerweile populär sind, aus annotierten Textkorpora die intendierte Lesart lernen kann, sogenannten Baumbanken, sind doch noch die Systeme nicht genügend leistungsfähig. Wir sehen hier ein Beispiel aus dem Tiger-Korpus, wo für 50.000 deutsche Sätze die Konstituenz und die Dependenzinformation syntaktisch vollständig annotiert worden ist. Moderne lernende Parsing-Systeme können solche Parsbäume ungefähr zu 70% genau berechnen. Der Nutzen von solchen syntaktischen Dependenzanalysen für die Korpuslinguistik. Ich habe hier ein Beispiel aus dem dwds.de, das solche syntaktischen Dependenzanalysen macht auf seinen Korpora. Hier sehen wir, wie oft Krieg mit einem Verb verbunden ist als Passivsubjekt und welche Assoziationsstärke vorliegt. Es ist also möglich, aufgrund von Dependenzanalysen spezifische Kollokationsanalysen zwischen syntaktisch
verknüpften Wörtern zu machen. Das kann allenfalls über relativ viele Wörter hinweg geschehen. Wir haben gesehen, dass Chunk Parsing ein effizientes, robustes und mit recht hoher Zuverlässigkeit durchführbares syntaktisches Analyseverfahren ist. Statistische Verfahren benötigen relativ wenig Trainingsmaterial und kommen trotzdem auf eine Leistung von etwa 94%. Das Dependenzparsing versucht eine etwas feinere syntaktische Analyse und es gibt mittlerweile annotierte Daten, um statistische Dependenzparser zu trainieren für einige Dutzend Sprachen. Damit erstellte Dependenzparser arbeiten allerdings bei komplexeren Sätzen oft nicht zuverlässig. Es gibt doch viele Fehler in den Analysen. Falls ein regelbasierter Parser für eine Sprache verfügbar ist, sind diese Systeme durchaus konkurrenzfähig. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte Ihnen einige Einblicke in das Funktionieren der syntaktischen Analyse geben.